Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Frage- und Antwortrunde. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Fraghorst Season 2, Episode 15. Sind wir schon. Wahnsinn. Ne? So, jetzt hoffen wir mal, dass alles hier gut läuft. Montag sind oh, ich sehe hier, du bist jetzt im Internet. Das ist gut. Ich hoffe, dass Bild und Ton okay ist. Könnte man ein kurzes Feedback geben, das wäre super. Streamzustand ist hier orange. Naja, hoffen wir mal, dass alles gut ist. Also, jetzt schauen wir mal, wer online ist. Wolfgang, Stefan, Oliver, Heinz, Dieter, Florian. Hallo. Ganz liebe Grüße an euch alle, die live dabei sind. Und alles okay? Ja, super. Und da kommen schon die ersten Fragen. Tobias, Hilderike, Nicola, Herrewert, Kloppenburg, Lübeck, Duisburg, hallo, super. Bild und Ton, Dankeschön. Also, hier haben wir schon mal erste Fragen. Gleich vorneweg möchte ich Folgendes euch mitteilen. Ich überlege, diese Frage-Antwort-Runden auf maximal zweimal pro Monat zu reduzieren. Hier könnt ihr mir Feedback geben, macht euch ein bisschen Gedanken darüber im Laufe der heutigen Show und sagt mir, ob das okay wäre von eurer Seite, wenn ich das auf zweimal im Monat beschränke. Und dann kann ich ja an anderen Montagen vielleicht dann noch ein paar andere Sachen euch zeigen und noch ein bisschen mehr in den Übebereich und in den Unterrichtsbereich gehen. Also ist eine Idee, kommt darauf an, wie ihr das hier, was wir machen, ja, findet, ob das okay ist und ob das auch okay wäre, wenn ich es nur ein, zweimal im Monat mache. So, jetzt gucken wir mal, ob da Fragen sind. Also Stefan fragt, ich muss aufpassen, fragt, sagt man immer, das ist Altersdeutsch, habe ich gehört. Stefan fragt, mich würde interessieren, wie das mit Frag mich direkt als Patron funktioniert. Das, lieber Stefan, funktioniert so, dass du mir zum Beispiel über Patreon, über den Messenger-Dienst in Patreon eine Frage mailst oder schickst. Die bekomme ich dann, die landet dann bei mir in meinen E-Mail-Benachrichtigungen. Und je nachdem, wie aufwendig die Antwort ist, die ich dir geben muss, bekommst du dann ein Audio-File. Oder wenn es gar nicht anders geht, muss man dann auch mal kurz vielleicht Skype aktivieren und zu gucken, wie das funktioniert. Das bedeutet, frag mich direkt. Ich glaube, ab Level 2 mache ich das. Ne? Kann man einmal im Monat machen und je nach Level auch öfters. Ne? Okay, das zu der ersten Frage. Hallo Horst, hallo. Ich habe immer noch Probleme, die Seiten beim Wechselschlag, Nico, sauber zu treffen. Ich komme immer an andere Seiten einfach unsauber. Jo, was hier hilft, lieber Nico, ist Folgendes. Ich gehe jetzt mal in die Nahaufnahme. Also hier ist die Frage von Nico, Probleme beim Wechselschlag, die Seiten sauber zu treffen. So, ich zeige dir, was da hilft. Also beim Wechselschlag hilft dir... Ja, mal hier so ein bisschen das noch drehen, dass man das gut sehen kann. So, also beim Wechselschlag. So, mal gucken. Ist die Kamera, ist die okay für euch? Ein bisschen höher noch. So, ein paar Settings hier noch on the fly sozusagen. Ne? Wenn du jetzt Wechselschlag übst, dann ist Folgendes wichtig. Erstmal ist wichtig, dass du deinem Gehirn immer nur die Information des Wechselschlags lieferst. Also, jetzt nicht groß über das ganze Griffbrett spielst, sondern du bleibst auf einer Seite und spielst wenige Töne mit der linken Hand, dafür umso mehr mit der rechten. Nehmen wir an, du spielst jetzt hier im 5. Bund mit dem Zeigefinger und dann als nächstes im 7. Bund mit dem Ringfinger. Das sollte leicht sein. Ne? Und dann pickst du die erste Note und dann die zweite. Und dann bleibst du auf der dünnen E-Seite. Okay? Und was du dann machen musst, damit das Picking gut funktioniert, ist, dass du deine rechte Hand hier
verankerst, sodass du sie sozusagen ganz entspannt, das siehst du hier so, ja, ganz relaxed, kannst ja in den einzelnen Bildern dann verfolgen, wie das aussieht, ganz entspannt hier hinten auf der Brücke ablegst, bei deiner E-Gitarre oder bei deiner akustischen. Und so, und dann hältst du das Plektrum, wie ich das schon gezeigt habe, zwischen Daumen und Zeigefinger seitlich als Verlängerung. Und wichtig ist, soll nur eine kleine Spitze rausgucken. Und dann pickst du zum Beispiel 5 zweimal und dann die 7 zweimal. Und dann versuche beim Picken des Wechselschlags die Bewegung so klein wie möglich zu halten. Im Idealfall sogar kannst du das probieren, dass du die Saite nicht verlässt. So eine ganz kleine Bewegung. Also einfach mit minimalem Kraftaufwand die rechte Hand. Hier schön ablegen, ganz entspannt. Zum Beispiel 4-mal den Zeigefinger. 4-mal den Ringfinger. Und gucken, dass du mit rechts eine ganz kleine Bewegung ausführst. Ne? Und wenn das geht, dann gehst du auf die nächste Seite. Und auch hier ganz nah an der Seite bleiben. Eine ganz kleine Bewegung. Zum Beispiel 4-mal. Da, 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 da. Und dann arbeitest du dich mit der Zeit über 2 Seiten. Also ganz wenig Information fürs Gehirn von der linken Hand, viel mehr von der rechten. Und das wären die Übungen, die ich machen würde. Und hier ganz relaxed. Und guck mal, was man machen kann mit so kleinen Bewegungen. Ich bleibe jetzt auf der Seite, picke hier im 5. Bund. Da ist ein Wahnsinnspotenzial drin. Und das Geheimnis dahinter ist, dass ich picke und mir dabei denke, ich verlasse die Seite nicht. Ne? Stell dir vor, es gibt Instrumente wie jetzt zum Beispiel Mandoline oder die russische Balalaika. Und da spielen die alle Melodien durchgehend gepickt. Also das war etwas, was ich zum Beispiel dann noch auch geübt habe, um mein Picking zu verbessern. Ne? Aber dieser Tipp hier, Hand ruhig ablegen und dann sich an diese Bewegungen, an diese entspannte Picking-Methode gewöhnen. Das ist der Schlüssel, um sauber zu picken. So. Also. Geh neu rein. Also, Friederike schreibt, 1 bis 2 Mal im Monat reicht, finde ich. Also, Nicola auch. Super. Das wäre okay. Dann Tommy auch 1, 2 pro Monat. Also, dann werde ich das so einrichten und für den Montag dann andere Themen vorschlagen und mir ausdenken. Vielleicht machen wir dann einfach mal also ich mache jetzt heute so einen Mix aus ihr fragt mich und ich frage euch. Vielleicht machen wir dann montags mal so einen, also hier, ne? Friederike schreibt, 1 bis 2 Mal im Monat reicht. Nicola auch. So. Ihr wisst ja, ich muss alles, was ich so einführe, erstmal testen, da das ja hier alles sehr neu ist. Ne? Diese Art zu kommunizieren, zu unterrichten, direkt mit euch, das ist neu und deswegen muss ich ja auch ein paar Dinge jetzt ausprobieren. Aber ich reduziere es und jetzt meine Frage ist dann,
soll ich ein Thema aussuchen und dann eine Serie draus machen, wie ich das jetzt mache mit den anderen beiden Serien, ne, dem richtigen Üben, die immer mittwochs ist, und dem Legato-Training für donnerstags. Könnt ihr euch überlegen, ob ihr eine Serie gerne hättet für montags und mir das dann jetzt hier mitteilen im Laufe der Stunde. Christian, einmal im Monat wieder aus. Super, also auch das, okay. Horst, was muss ich auf deinem Kanal eingeben, um Videos zu finden, um mein Akkordwissen zu verbessern? Gibt es da was, fragt Friederike? Ich glaube, es gibt da schon was. Ob du das jetzt so direkt als Tag, Suchbegriff findest, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Vielleicht solltest du nochmal im Grundkurs gucken, wo ich dann auf die Akkorde eingehe. Einfach mal Akkorde oder Akkordumkehrungen, da habe ich schon einiges gemacht. Einfach mal ein paar Akkord-Wortspiele eingeben. Ich denke, da findest du schon was. Also seht ihr, meine Intuition ist richtig. Danke, lieber Wolfgang. 1-2 Mal pro Monat ist super. Also, jetzt, wann hast du mal wieder einen Musiker zu Gast? Du hast mir gesagt, die trauen sich alle nicht vor die Kamera. Dieter, das ist eine sehr gute Frage. Erstens ist es gar nicht so einfach, tatsächlich jemand eine Stunde vor die Kamera zu bekommen. Ich bin an 2, 3 Leuten dran. Die wohnen auch nicht alle hier bei mir. Ne? Der eine wohnt zum Beispiel in Hamburg. Und nur für ein Interview wird er wahrscheinlich nicht hier runterreisen. Jetzt ist dann die Frage, ob ich diese Interviews auch per Skype machen kann. Das ist meine Überlegung. Die Interviews dann aufzeichne, also die Gastinterviews ist dann nicht live und es dann hochlade. Ne? Das wäre so eine Überlegung. Wenn das für euch okay ist, dann könnt ihr mir da auch Feedback geben. Dann kann ich das auch per Skype machen, weil ansonsten es ist schwer. Ich muss ja im Moment noch Leute finden, die hier in der Nähe wohnen und ja, nicht jeder will eine Stunde da live vor allen Dingen vor einer Kamera sein. Wie im Fernsehen. Also Skype wäre eine Möglichkeit, eine Alternative, und eine andere Alternative wäre, dass ich die Sendungen aufzeichne oder zu den Leuten mal hinfahre und vor Ort ein Interview führe. Auch hier könnt ihr mir Feedback dazu geben. Hallöchen, Grüße, eine Frage. Du hast bei manchen Gitarren am Sattel ein Band um den Hals. Für was ist das gut? Das ist gut für, das ist so etwas hier. Das ist gut, wenn ich das jetzt so drauf mache zum Beispiel. Okay. String Wrap nennt man das. Das dämpft die Saiten ab, das hörst du jetzt. Und wenn ich mit viel Verzerrung bestimmte Übungen mache auf der Gitarre, dann speziell jetzt im Legato-Bereich, das wirst du Donnerstag, werde ich das wahrscheinlich wieder drauf haben. Also Legato bedeutet diese verbundene Spielweise, dann dämpft mir das hier die Saiten ab. Das ist nur zum Üben gedacht oder bei Tapping, wenn man so etwas macht. Dass die Saiten ein bisschen besser abgedämpft sind. Also man braucht es nicht unbedingt. So. Kann man bei fast jedem Musikhändler kaufen. Einfach String Dampener, Saitenabdämpfer nennen sich die Teile. Dominik, Zuordnung von Notennamen auf gespielte Skala. Hast du eine Übung dafür? Was mache ich dann mental, wenn ich zum Beispiel auf E- und Blues-Skala wechsle, um besser in Intervallen denken? Oh je, jetzt muss ich das erstmal verstehen. Zuordnung von Notennamen auf gespielte Skala, mental von A auf E Blues-Skala. Also, besser in Intervallen denken, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja? Also, wenn du jetzt in der Skala drin bist,
Nehmen wir mal die A-Moll-Pentatonik, der Klassiker, ne? Oder die Blues, mit der Blue-Note. Ja. Und dann hier Grundton. Da gehen wir dann vom Grundton hier aus. Terz, Mollterz, Durterz, aber hier, ne? Quarte, Quinte, Septime, Oktave und so weiter. Und das wiederholt sich dann. So, ich denke eher auch in Intervallen. Ich denke da nicht in Noten. Du kannst, also ich zumindest kann nicht auf der Gitarre frei improvisieren, wenn ich da in Noten denke. Das ist so das Problem von manchen Musikern, die sehr, sehr viel oder nur ausschließlich in Noten gelernt haben. Die haben es schwer zu improvisieren, weil dann dieser Notenfilm in ihrem Kopf abläuft. Ich mache das nicht so, jetzt wenn ich denke da jetzt nicht, wenn ich zum Beispiel in Fis-Moll bin oder in E-Dur, dass ich dann 4 Kreuz habe. Ich denke in Intervalle, richtig, und in Mustern. Ne? Die Gitarre ist mehr so ein grafisches Instrument. Ne? Schnackengesicht. Ich übe gerade an den 7 Lagen der Durtonleiter. Beim Zweiermuster gibt es bei mir öfter mal Fingersalat, wenn sie die Bünde verschieben, insbesondere beim Rückwärtsspielen. Hast du da einen Tipp? Schauen wir es uns mal an, ne? Wie das aussieht, das ist Zweiermuster. Okay, gucken wir uns. Ich spiele es mal hier, ne? Oder, egal. Ich nehme mal die dritte Position, okay? Die hier. Und das Zweiermuster ist ja so, dass du immer einen Ton auslässt. Du spielst die erste Note, springst auf die zweite, dann spielst du spielst die erste, überspringst die zweite, gehst auf 3, also dann 2, 4, 3, 5. Okay, es klingt so. Der Schlüssel ist einfach, der Schlüssel ist, dass du dich nicht zu sehr verzettelst. Ne? Okay, also das war diese Frage, sehr gute Frage. Also mit Verzetteln meine ich, dass du nicht zu früh es schnell spielen willst. Ne? Dass du den Fingern so wirklich so das Gefühl gibst, lass uns mal hier ganz entspannt über die Saiten spazieren. Und dann natürlich, ganz wichtig bei solchen Übungen mit Patterns, ist immer das hier, dass ihr ein Metronom verwendet. Ne? Schalten wir mal ein Metronom ein. Ich gehe mal ganz gemütlich auf Tempo 80. Verdoppel jetzt mal das Tempo. Das funktioniert, wenn du den Fingern dann die nötige Ruhe gegönnt hast, damit sie sich dieses Muster einprägen. Okay? Also das zu der Frage. Gerade beim Rückwärtsspielen. Guck mal hier. Das braucht eine Weile. Es ist nicht so einfach, das Zweier-Pattern. Es wird ja nie
so ganz durch der Tonleiter gespielt. Ne? Oft hast du dann so, ne? Und dann manchmal sind es nur so 2, 3 Intervalle, die mit dem, ne, so ein also wichtig ist, so ein Muster in die Finger zu bekommen. Berliner Urgestein ist immer interessant, aber 1, 2 Mal im Monat ist okay. So hast du für deine anderen Projekte etwas mehr Zeit. Danke, ihr Lieben. Ihr wisst, dass ich sehr, sehr engagiert bin und es natürlich so gut wie möglich machen will. Und ich muss gewisse Dinge austesten. Ich merke auch, dass ich so ein bisschen natürlich auch vom Kopf her an Grenzen stoße. Ne? Das ist ja nicht so einfach, dann alles zu beantworten und immer voll konzentriert jedes Mal zu sein. Das ist nicht so einfach. Man muss sich in diese Energie hineinbegeben. Es ist auch so ein bisschen tagesformabhängig. Ne? Nicola fragt, wie empfiehlst du das Lernen der Dreiklänge? Zum Beispiel erst Positionen der hohen Saiten in Dur und Moll, dann die nächsten Saiten oder Lernen einer Lage nach der. Das ist individuell. Ne? Das kann ich das so nicht beantworten. Bei mir war es so, mir fiel es relativ leicht, weil ich es gerne mit Arpeggios kombiniert habe. So habe ich mir das relativ gut merken können. Ne? Eher auf den dünneren Seiten, vor allen Dingen, es ist sehr praktikabel auf den dünnen Seiten, wenn dann so Sachen kommen, wie das hier. Das waren jetzt zwar Sechsten, aber trotzdem. Na? Sich die Positionen zu merken, ist gar nicht so einfach. Oder bei ich würde erstmal auf den dünnen Seiten das lernen. Also so bin ich vorgegangen. Aber ich sag's nochmal, das ist für jeden ein bisschen unterschiedlich. Es gibt da keine generelle Regel. Ausprobieren ist die Grundregel und gucken, was einem besser liegt. Und mit dem, was so besser liegt, das ist schon ein guter Hinweis, damit anzufangen. Tim, kommt dein Clapton-Ton für den Helix auch bald? Tim, oh Mann, gell, ich muss euch ja noch die Sounds geben. Das Problem ist, ich habe noch so ein gutes Dutzend sehr geniale Sounds, also Clapton, auch den ganz gnadenlosen Dimebag Darrell Pantera Sound, Van Halen fehlt noch, also ich habe noch einige Klassiker, aber ich wollte für all diese Presets auch ein Audio-File aufnehmen, damit ihr hört, wie das klingt. Ich werde jetzt Folgendes machen, lieber Tim. Ich werde kurze Audio-Files machen von 1, 2 Minuten, oder Maximum 3, wo ich schnell die wichtigsten Parameter des Sounds anspiele und dann stelle ich das die nächsten Tage online, okay? Das ist alles viel Arbeit. Ne? Friederike, ja, Serien sind super, schreibt, da kann man richtig intensiv über mehrere Wochen dranbleiben. Also gut, mehr Serien, gar kein Thema. Eine Frage zum Helix. Ich habe einen Roland BA330 bei mir stehen. Kennst du den zufällig? Nein. Kann ich, ja, aber ich werde den jetzt kurz mal googeln. I give it a shot. So, lass mich das mal hier rüberziehen. Lass mal gucken, was das ist. Ein Batterieverstärker. Okay. Und wow, batteriegetriebene Keyboard-Verstärker. Lass mich mal gucken, was das Ding kann.
Leistung 30 Watt. Okay. Also, na gut. Also, bei mir schon. Kannst du den zufällig? Hätte für nichts geeignet oder sollte ich dann noch lieber noch in andere Boxen? Ich würde Folgendes sagen: Teste das, ob der geeignet ist. Guck dir an, ob die Power deiner Box und der Sound dir gefällt. Und wenn nicht, würde ich dann je nach Einsatzbereich vielleicht in andere Boxen investieren. Ne? Vielleicht auch in die neuen Power Caps, die Ende dieses Monats bei Line 6 rauskommen. Vielleicht ist das etwas, was genau das Richtige für dich ist. Also Line 6 hat vor einem Monat Power Caps vorgestellt. Das sind perfekt auf den Helix abgestimmte Lautsprecherboxen. Ich werde mir eine davon auch zulegen, sobald die lieferbar sind. Dann werde ich natürlich euch berichten. Aber einfach mal testen, wie der Sound ist. Und es kann sein, dass ein Treffer landest und dass du damit sehr zufrieden bist. Nikola schreibt, Serien finde ich auch klasse, muss nur aufpassen, mich nicht zu verzetteln. Nikola, das liegt an dir. Wenn du dich verzettelst, ist das eine höchst individuelle Sache. Tu es einfach nicht. Bleib bei einem Thema. Zum Beispiel Bonamassa sagt, wenn er etwas Neues lernt, bleibt er 6 Wochen bei einem Thema dran. Und wenn er merkt, da hat sich etwas substanziell Gutes eingestellt oder entwickelt, dann sucht er sich ein neues Thema aus. Dominik schreibt, Skype Hangout ist okay, selbstverständlich. Ja. Also, jetzt muss ich mal kurz hochgehen. Ja, komm doch mal in den Norden, dann gleich mit einem Workshop verbinden. Ja, ich habe in Hamburg den Guido Bugenstock, den ich gerne interviewen würde. Der lebt in Hamburg und das würde, denke ich mal, gut passen. Ist ein weiteres Projekt, wenn ich den Level bei den Unterstützern auf Patreon erreiche, wo ich mir diese Zeit freischaufeln kann, bin ich sehr gerne bereit, nach Hamburg oder in den Norden zu euch zu reisen und dann dort ein Interview machen und vielleicht gleich mit einem Workshop verbinden. Warum nicht? Wenn ich die Zeit bekomme, wenn ich monatlich einen Betrag erreiche, wo das machbar ist. Ich habe euch ja geschrieben, dass ab 500 Unterstützern auf Patreon ich wahrscheinlich in der Lage bin, dann auch mal zu diesen Leuten zu gehen oder dass ich die dann, ja, zumindest die Reisekosten übernehme, wenn die zu mir kommen. Ne? Dann ist das doch ein bisschen einfacher, die zu bewegen, weil ich glaube, das dürfte sehr, sehr spannend werden, die Interviews, die ich sehr gerne mache übrigens. Ne? Dieter Schmitz schreibt, Musikinterview per Skype würde in Ordnung gehen, gerne als Konserve, dann trauen sie vielleicht auch mehr. Aber also gut, das werde ich dann auch so annehmen. Tapping-Dämpfer oder Fret-Wraps. Ja, Fret-Wraps klingt sehr gut. Christian schreibt, ich finde Lernserien absolut super. Sehr gute Idee, Harmonielehre oder deine D-Akkorde, welche in allen Positionen möglich sind. Okay, cool. Sehr gerne. Sehr gerne. Ich überlege, ob ich nicht montags dann zweimal im Monat den Sebastian auch mit aktiviere, dass wir zusammen dann so eine Serie dann machen. Also wir bleiben bei 1-2 Mal Frag Horst und montags dann gucke ich, ob der Sebastian dann auch Zeit hat, weil ich will auch mit ihm noch einiges machen. Benny, man sollte vielleicht in einer Woche technische Fragen behandeln, Gitarrenverstärker und so weiter. Beim nächsten Termin vielleicht mal mehr auf musikalische Sachen eingehen, Pentatonik, Tonlein und so weiter. Ja, klingt sehr gut. Anzeigen. So, hallo alle, die neu hinzugekommen sind. Hallo Walter, Herbie, Günther. Wir sind 84 Zuschauer, wunderschön. Tommy schreibt, bei meinen Fingerübungen auf dem Griffbrett muss ich immer wieder feststellen, dass zwischen Mittelfinger und Ringfinger eine große Spannung ist, die einfach nicht loswerde, trotz Üben. Oh, eine gute Frage. Oder Erkenntnis. Große Spannung zwischen den beiden Fingern. Der Grund ist ganz einfach. Die hängen, also nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, ich habe es irgendwo mal gelesen, dass die an einer Sehne oder die zwei die hängen an einer Sehne, Mittel- und Ringfinger. Okay. Jetzt machst du Folgendes. Wichtig ist, wenn du übst, natürlich immer Spannung rausnehmen. Ich würde immer auf eine Schwäche in der Form reagieren, dass ich
ganz intensiv mich um das Thema kümmere und aber mich nicht unter Druck setze. Jetzt guck mal. Wenn du die zwei Finger gezielt eine Weile trainierst, sollte sich das maßgeblich bessern. Ich würde, wenn ich mich aufwärme, lieber Tommy, wenn ich du wäre, würde ich hier den Fokus drauf setzen, auf den Trill mit den beiden Fingern. Dann würde ich so etwas spielen. Einfach nur mit den beiden Fingern spazieren gehen. Oder beispielsweise hier so etwas, Triolen mit den zwei Fingern spielen. Also Finger, ich zähle jetzt mal 2, 3 Finger, 2, 3 und zurück auf die 2. Da, 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 dann, da, 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 ba, ba, ba. Und wenn du das machst und am Anfang hier, wenn du damit anfängst, da riesen Spannung zwischen den Fingern hast, dann dehne die Finger, entspanne sie. Und eins garantiere ich dir, wenn du genau das angehst, bei deinem gezielt angehst, also absolut garantiert, wird sich das sehr, sehr viel besser anfühlen in ganz kurzer Zeit. Guck mal. Solche Übungen. Oder einfach nur rauf und runter. Wie so eine Treppe laufen mit den Fingern. Am Anfang fühlt sich das ganz komisch an. Aber je komischer sich das anfühlt, umso besser sind deine Ergebnisse. Okay, lieber Tommy? Probier's bitte. Heinz schreibt, Tapping-Dämpfer klappt auch selbst gemacht. Klettband, Unterpolster, absolut. Das ist ja nichts anderes wie ein Klettverschluss hier. Ein Klettverschluss hier sieht man es, hoffe ich. Ne? Und dann wird das zusammengeklettert. Das kann man sich selber machen. Hallo. Milo schreibt, hey Horst, was sind deine Gedanken zur Insolvenzmeldung von Gibson Guitars? Okay, kann ich auch was dazu sagen. So, meine Gedanken zum Thema Gibson sind die. Klartext. Erstmal. Bei Gibson stinkt der Fisch vom Kopf. Der Vorstand der Firma Jukiewicz oder wie der heißt, ist ein Selbstdarsteller, ein Mensch, der unbedingt wollte, dass seine Firma zum Nike der Musikindustrie wird. Er hat sich übernommen, er hat hunderte Millionen ausgegeben für Firmen, die für Elektronikfirmen, Elektroniksparte der Firma Philips zum Beispiel gekauft. Die Leute wollen keine Lautsprecher mit dem Gibson-Logo drauf, die wollen so Zeug nicht. Die wollen auch kein Kopfhörer von Gibson. Die wollen diese Gitarren. Die wollen die Gitarren, die für die Gibson berühmt ist, und die wollen vielleicht ein paar neue Dinge an diesen Gitarren und auf einem bezahlbaren Level gebaut in Top-Qualität. Wenn Sie sich auf diese Kernkompetenz wieder besinnen, wenn Sie sich trennen von diesem Vorstand, bei VW hat man einige Konsequenzen gezogen. Man hat jetzt den dritten Vorstand innerhalb von 3 Jahren. Und zum ersten Mal hört man von diesem Vorstand bei VW. Das sind natürlich ganz, ganz reiche Menschen, Multimillionäre. Und die sind teilweise fernab der Realität. Die sind völlig abgehobene Menschen. Und zum ersten Mal hat man das Wort Demut von einem Vorstand dieses Riesenkonzerns gehört. Das würde dem Herrn von Gibson auch gut stehen. Das zu dem Thema. Demut in der Form, wir bauen das Bestmögliche an Instrumenten zu fairen Preisen und nicht zu Mondpreisen. Wir bleiben nicht nur in der Qualität beim Custom Shop, sondern wir gehen runter
bis zu den Einsteigerinstrumenten, bauen das Bestmögliche, geben diese Kernkompetenz an unsere Kunden weiter und die Kunden werden dankbar sein. Wir haben nicht so große Ausgaben und wir werden sicher wieder in die Erfolgsspur kommen. Die Insolvenz von Gibson nach Artikel 11 des amerikanischen Insolvenzgesetzes bedeutet nicht, dass die Firma jetzt aufgelöst wird oder vom Markt verschwinden, sondern die beantragen Gläubigerschutz, da sie Luft bekommen und dadurch werden sie wahrscheinlich neue Kredite bekommen. Und es ist ja geplant, ich hoffe, sie werden weiterhin nur Gitarren bauen und zwar so gut wie möglich und bei den Preisen uns ein bisschen entgegenkommen. Ja, das wäre mein Wunsch. Und ein bisschen innovativ, aber nicht so übertrieben innovativ wie jetzt zum Beispiel mit Robot-Tuners. Pflicht. Man soll das bauen und die Kunden entscheiden lassen, ob sie das wollen. Und als Option zu jeder Gitarre soll der Kunde im Grunde genommen die Möglichkeit eines Custom-Shops haben. Er soll in der Lage sein, online zum Beispiel das Instrument zu konfigurieren, genau nach seinen Wünschen, es seinem Händler des Vertrauens übermitteln und die es dann an Gibson, wie man das bei Autos macht zum Beispiel oder bei allen möglichen Fortbewegungsmitteln. Wir bezahlen Tausende, Unsummen für ein Instrument und die Hersteller können in der heutigen Zeit ein Instrument nach unseren Wünschen bauen. Sogar im normalen Preisbereich. Das würde ich mir wünschen, dass man das konfigurieren kann. Die Gitarre mit den Komponenten uns an den Händler weitergibt, der es dann an die Firma weitergibt. Das wäre Kernkompetenz, das wäre Kundenbindung, das wäre genial. Das wünsche ich Gibson. Und ich bin mir sicher, die Firma wird die nächsten Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte überdauern. Jürgen fragt mich, ob es Erfahrungen mit Godin-Gitarren gibt. Ja, meine Erfahrung mit Godin-Gitarren ist, die Gitarren sind sehr, sehr gut. Sie sind in einigen Bereichen absolute Spitzenklasse, was zum Beispiel die Tonabnehmer angeht. Im elektroakustischen Bereich, dann ihr kennt ja diese Gitarren mit dem Equalizer hier oben, mit der Klangregelung. Exzellente Akustikgitarren-Sounds. Man hört euch mal Steve Stevens VHT Unplugged an, wie toll der auf diesen Godin Halbresonanzgitarren klingt. Wunderbare Instrumente. Ich hatte schon 2 Godin-Gitarren. Hier war leider das Halsprofil für meine Hände nicht ganz so, ne, wie ich mir es vorgestellt habe. Und ich wollte den Hals nicht ändern. Aber ja, die Gitarren sind gut, sehr gut sogar. Preis-Leistung ist exzellent. Und immer das Halsprofil erstmal ausprobieren. Sozusagen, der Hals muss wie ein Schuh passen. Tolle Gitarren sind das. Handgefertigt in Kanada mit kanadischen Hölzern. Hallo, Manuela. Hallo. Hallo, Marc. Wann machst du mal wieder abends eine Live-Session? Spätabends. Würde ich gerne machen, Marc. In dem Augenblick, wo ich an den Punkt komme, dass mein Online-Unterricht so ausgebaut ist und ich so viele Unterstützer habe, dass ich mir das leisten kann, dann kann ich die Schüler, die abends zu mir kommen, dann einen Tag in der Woche vielleicht, in ein paar Monaten wäre mir das vielleicht möglich, dass ich einen Abend in der Woche dann cancel und keinen Privatunterricht mehr habe, weil ich habe im Moment noch ca. 20, 25 Schüler, die, nachdem ich hier meine Live-Sessions mit euch beende, dann zu mir kommen. Und das ist natürlich 4, 5 Stunden dann noch zusätzlich der Live- oder sozusagen Frontalunterricht, den ich mache. Und wenn ich dann mal einen Tag freischaufeln kann, dann würde ich sehr gerne spät abends noch machen. Ansonsten bin ich auch abends dann platt, ja, auch müde. Benino, deine Arbeit ist super und du solltest auch davon leben, aber mit dem Partner in Englisch kann ich nichts anfangen. Dein Englisch kommt die Seite auch noch auf Deutsch. Ich glaube, dass die Seite, also ich habe jetzt die Hoffnung nicht im Augenblick, dass die auch auf Deutsch kommt. Ich habe etliche Online-Schüler, die das genauso sagen auch. Es tut mir sehr leid. Vielleicht kann dir jemand helfen, dass du dort einen Zugang findest,
weil ich mache ja dort trotzdem alles in Deutsch. Also ich meine, es sind ja nur diese Anmeldemodalitäten in Englisch. Wenn man dann jemand hat, der einem hilft, dann geht das. Ich versuche mit Manuela hier jetzt in nächster Zeit meine Website neu zu machen, und dann möchte ich natürlich euch auch einen Zugang, hallo Manuela, nochmal einen Zugang geben über meine eigene Website. Es ist sehr aufwendig, und ich denke, dass es dann auch für die, die mit Englisch nichts am Hut haben, dann höchste Zeit wäre. Hallo ihr Lieben, ich möchte mich von euch allen verabschieden. Ich habe seit dem Wochenende ein Engagement als Bassist in einer Rockband. Die ersten Aufstehender. Ja, super. Das ist ja toll. Ne? Viel Erfolg, viel Glück. Lass es krachen. Rockmusik ist Hochenergiemusik, und als Bassist wünsche ich tollen Groove und einen super Schlagzeuger an deiner Seite, damit ihr zusammen das rockt. Ne? Das ist ganz wichtig. Hajo, es bleibt leider keine Zeit für uns. Das macht ja nichts. Ne? Du kannst dir ja das angucken dann, wenn du mal Zeit hast zwischendrin oder wann auch immer du das Bedürfnis findest, mal in die aufgenommenen Episoden wieder reinzugucken. Herzlichen Dank, liebe Grüße zurück, Lars, und viel Erfolg mit deiner Band. Das wünsche ich dir aus ganzem Herzen. Lass es krachen. Ja, siehst du mal hier, wir haben so eine tolle Community hier. Alle wollen, dass alle, die Live-Musik spielen, sollen Erfolg haben. Das wünsche ich euch. Mich würde mal interessieren, ob du bei einem Live-Kick die Picks wechselst, je nach Song, oder ob du alles mit einem spielst. Nein, Friederike fragt, mich würde mal interessieren, ob du bei einem Live-Kick die Picks wechselst. Ich wechsle die Picks. Ich spiele jetzt zum Beispiel mit der E-Gitarre die kleinen, also die V-Picks hier, ne? Die hier, V-Picks. Das ist ja jetzt die aktuelle Größe, die ich seit Jahren spiele. Und wenn ich dann unplugged unterwegs bin, spiele ich dann, also wenn ich jetzt zwischendrin auf der PRS zum Beispiel die Pezos plage, dann nehme ich dieses Plektrum. Das ist 1,5 mm, hat einen akustischen Sound und klingt sehr schön auf der Akustik. Und dann das dickere. Also beide klingen sehr ähnlich, aber das dünnere holt mir dann bei der akustischen Gitarre doch noch ein bisschen mehr den Blues raus, würde ich mal sagen. Ne? Also ich wechsle immer zwischen denen, und ich habe von denen auch immer mehrere in meiner Hose, dass ich da schnell Zugriff habe. Also, hier nochmal eine Frage. Da findet dieses Jahr noch ein Workshop neben dem Sommerworkshop statt. Ja, im Augenblick ist der im Juli am 14. und dann das erste Wochenende im September ist der Helix-Workshop. Da geht es um den Helix, aber auch das ist interessant auch für Leute, die keine Helix haben, weil wir reden über Sounderstellung, über Einsetzen von Effekten, Erstellen von Sounds anhand von Originalbeispielen. Ne? Gitarristen, Songs, das, was wir eigentlich alle wollen. Wir wollen ja alle einen coolen Sound haben. Und es geht im Grunde genommen nicht nur um den Helix, aber ich habe ihn als Helix-Workshop angekündigt, aber es geht nicht darum, dass ich dir beibringe, wie man den Helix verkabelt oder so, das kannst du im Handbuch nachlesen, sondern es geht darum, zu lernen, wie man Sounds erstellt und wie Sounds erstellt werden, und diese Kette, diese von der Pike auf mal mitzubekommen und zu lernen, glaube ich, ist extrem wertvoll. Aber ob ich dann noch einen vielleicht zum Jahresende mache, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das wäre es dann für dieses Jahr, glaube ich. Sonst wird es mir zu viel und dann verliere ich die Energie. Ich muss immer die Energie, der Aufwand ist sehr groß, ich muss die Energie im Balance halten. Ja, das ist auch das, was ich immer meinen Freunden und euch empfehle. Nicht übernehmen,
alles versuchen im Balance zu halten, dass man sich auch mal entspannen kann zwischendrin. Ne? Raus an die frische Luft. Welche verschiebbare offene Akkorde klingen eigentlich sehr schön und kann man es, ohne es einfach zu probieren, herausfinden? Oder gibt es so gängige verschiebbare offene Akkorde, die man wissen muss? Ja, die gibt es. Das ist dieses berühmte Caged System, was es sehr einfach macht. Caged sind die Buchstaben. Da habe ich noch nichts gemacht, gell? Ich glaube, das wäre mal eine gute Serie. Ha? Zum Cage System. Ich glaube, das wäre eine gute Serie. Ne? Das ist ein System, das ist also ein Wortspiel im Grunde genommen. Cage, C-A-G-E und dann Caged, C-A-G-E-D. Das sind die Grundakkorde C. Das ist jetzt zu kompliziert, dass ich das lange ausschlüssele, aber nur mal kurz angerissen. C, A, G, E und D. Und das sind diese verschiebbaren Formen. C, dann A. Nur, dass du das mal siehst. A-Form, ne? Das war die C-Form. C-Form. Nochmal die Nahaufnahme. Da ist ein Grundton, das wäre jetzt ein E-Dur. Dann haben wir also C, Caged, C, A, die G-Form. So greift man die dann normalerweise. Die kann man auch verschieben, das wäre dann hier ein C. C, A, G, dann E. Das ist natürlich der Klassiker des Verschiebens. Daraus wird das F. Da noch das D. Ja, das wäre dann, du müsstest jetzt hier ein Barré machen, ne? Und dann hier, das wäre dann ein E. Und das ist ein sehr einfaches und ziemlich gutes System, mit dem man sich diese Grundakkorde im Verschiebemodus merken kann. Das wäre mal eine gute Serie, glaube ich, die gehe ich dieses Jahr auch noch an. Und dasselbe dann mit den Mollakkorden. Ne? A-Moll, D-Moll, E-Moll und so weiter. Okay? So. Peter fragt. Hallo Horst, du hast schon öfters von der Eric Clapton Biografie erzählt. Um welche handelt es sich genau? Um die er selbst geschrieben hat. Das ist jetzt auch schon 8, 9 Jahre her, glaube ich. Lass mich mal kurz gucken, dass ich dir die richtige gebe. Clapton Biografie. Und das ist das Buch Mein Leben. Ne? Mein Leben von Eric Clapton. Das wäre auch meine Empfehlung, das unbedingt zu lesen. Sehr, sehr interessant. Ne? Mein Leben von Eric persönlich. Super, gleich mein Aufruf war das noch nicht. Ach, ihr seid süß. Danke, Nicola. Auf Patreon habe ich eine wunderbare Community zusammengeschart. Wir sind über 350 mittlerweile. Ja. Und über Patreon bekommt ihr einen vollen Zugriff zu dem ganzen Material, was ich hier die letzten Jahrzehnte oder Jahre erarbeitet habe. Ihr bekommt natürlich Material, wo ich Jahre meines Lebens mit verbracht habe. Allein die Songtexte, die da dabei sind, natürlich sind nicht alle dabei, aber die sind alle überprüft. Da steckt so viel Arbeit drin, das ist unglaublich. Ne? Und ich will ja nicht nur, dass jemand da für einen Monat, manche melden sich nur für einen Monat. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Wenn du mitmachen willst, der Betrag ist homöopathisch, ist $1. Und ich glaube, der Einstiegsbetrag, den ich gewählt habe, sind $2. Das sind 1,80 €. Und dann hast du Zugriff auf meine Dropbox. Also das ist wirklich cool. Hallo, Mad Dog, Matthias. Hallo, Gruß in die Runde. Mich würde mal interessieren, wie ich so einen coolen
Morricone Spaghetti Western Sound hinbekommen. Vielleicht weiß das jemand von euch. Für die Einstellung M habe ich auch einen Helix wie Horst. Ah, der Spaghetti Western Sound. Das ist auch mal ein Thema, ne? Du meinst vermutlich diesen Sound hier. Also mal gucken, ob das ist, was du suchst, ne? Also ein bisschen lauter machen hier. Und in die Nahaufnahme, ne? So im Original spielt Dick Dale eine Telecaster. Ich mache jetzt mal die Telecaster Einstellung hier rein. Jetzt habe ich beide Pickups aktiv. So mein Tipp an dich. Einmal hinten picken. Ne? Das macht auch wahnsinnig viel von dem Sound aus. Ich muss hier mal kurz nochmal in den Amp rein und den Drive noch ein bisschen runterfahren. Jetzt sind wir dann. Und der Sound entsteht, das dauert jetzt ein bisschen zu lang, bis ich dir das erkläre. Den Sound bekommst du hin, also als Tipp, wenn du, komm, ich ziehe mal den Helix hier rüber, dann zeige ich dir das ganz kurz, ja, wie ich das gemacht habe. Also, hier habe ich einen Fender Tweed. Du kannst aber egal welchen Clean Sound nehmen, mit der passenden Box dazu. Das Wichtige ist folgendes. Das ist einmal das Delay und hier verwende ich ein Bandecho und bei den Millisekunden gehe ich nicht über 100, du siehst ja hier 144. Feedback 0, das bedeutet, ich bekomme nur einen ganz kurzen, das nennt man ein Slapback-Echo. Ne? Schalt mal kurz das Delay aus, pass auf. Hörst du das? Und jetzt mit den Einstellungen. Und das ist die Basis von dem Ganzen. Und dann den Mix, ich habe ihn jetzt nach Geschmack auf 35%. Wenn du den hochziehst, dann wird dieser Nachhall, dann wird es noch stärker. Ne? Ich würde nicht über 40 gehen, vielleicht hier irgendwo. Was aber noch fehlt, vor dem Delay habe ich einen Hall, hinterm Delay. Hier, guck mal. Dann kann man natürlich auch davor packen. Ist egal, nach Geschmack. Und hierzu verwende ich einen Federhall. Ohne den Hall, mit dem Hall. Hörst du das? Und dieser Federhall ist auch ein essentieller Bestandteil dieses Effektes. Decay-Zeit nach Geschmack 3,7 Sekunden, bevor der Hall verschwindet. Ich habe hier einen High-Cut drin und einen Low-Cut. Da kannst du experimentieren. Den Mix habe ich aber bei 50% und den Level bei, klar, 0,0. Das ist der Sound. Beide zusammen erzeugen diesen Effekt. Na? Und dann hast du eben auch diesen... Was ich noch hinzugefügt habe, ist hier ein Kompressor. Na, der ist vor dem Verstärker. Der Kompressor ist, hier kannst du dir die Settings angucken, dann kannst du das nachvollziehen. Ich lasse das mal kurz aktiv. Ja, den Level, vielleicht ziehe ich den Level noch ein bisschen runter. Muss nicht mehr wie 3 dB sein. Also das einfach mal nachmachen. Das ist der Deluxe-Kompressor mit diesen Einstellungen. Threshold bei irgendwo bei minus 23 dB. Das hebt dann egalisiert den Pegel, dass der Amp richtig cool klingt. Ohne und mit.
Warum brauchen wir das? Für die identische Lautstärke. Ihr gebt dem Ding noch ein bisschen Drive, ein paar Mitten, noch ein paar Höhen noch hier und dann. Und das ist der Sound, den die Leute wollen. Und wenn du mehr willst von dem Effekt, dann kannst du einfach das Delay noch ein bisschen hier erhöhen. Ich mache es mal noch. Ich gehe beim Mix jetzt auf knapp über 40. Mittel. Ja? Und das ist so dieser ja, alles kann man auch nicht merken, aber so in etwa sollte das klingen. Das hat jetzt mal wieder Spaß gemacht. Ne? Also, das wäre jetzt dieser Ennio Morricone à la Horst. Ne? Ich hoffe, er hat dir gefallen. Okay, lieber Toto. So, Matthias schreibt, habe ein großes Problem, übe momentan circa 3 Stunden am Tag. Stellt sich nun ein, dass der Daumen greifen leicht taub wird. Nach circa 2 bis 3 Tagen ist er wieder weg. Das, Matthias, eine super Frage hier. Ne? Matthias schreibt, habe ein großes Problem. Übe momentan circa 3 Stunden am Tag. Es stellt sich nun ein, dass der Daumen der Greifhand leicht taub wird. Nach circa 2 bis 3 Tagen ist das wieder weg. Woran liegt das? Okay, also pass auf. Lieber Matthias, das liegt an Folgendem. Es liegt daran, dass du mit zu viel Druck auf dem Daumen trainierst. Du musst den Daumen, den Druck des Daumens absolut reduzieren. Das geht nicht anders. Ne? Und dann bitte achte drauf. Wenn wir spielen, idealerweise beim Üben sollte hier rechts gehen wir hier rein, ein 90-Grad-Winkel in etwa sein und links auch. Ja? Beide Hände 90-Grad-Winkel. Beim Üben ist es so, von hinten sollte das hier eine ganz, ganz entspannte Geschichte sein. Dann nehme ich mal an, ich spiele jetzt hier, ich übe meine Tonleitern und habe ihn immer so, also guck mal, die Hand relaxed, umgedreht, Hals rein, da ändert sich nicht viel. Ne? Was du nicht machen solltest, ist den Daumen so links halten oder zu weit nach rechts oder hier drücken, bis er weiß wird. Oder, was man oft sieht, und das ist absolut schädlich für die Spannung deiner Hand, ist, wenn du hier so einen Buckel machst mit dem Daumen. Das ist nicht gut. Das muss weg. Hier die Haltung der Hand gedreht, Hals dazwischen. Das war's. Okay? Auf keinen Fall hier mit Mordsdruck arbeiten. Und dann übst du zum Beispiel, nehmen wir an, ich spiele jetzt die Blues-Pentatonik, so sieht das dann von hinten aus. Oder die Dur-Tonleiter. Das Teil hier, das muss entspannt bleiben. Und immer, wenn du übst, und zum Beispiel 3 Stunden, na, Matthias, 3 Stunden, das ist schon das ist eine Oberhausnummer. Ne? Oberhausnummer. Okay? Übe 15 Minuten, dehne deine Finger. Okay? 15 Minuten üben, dehnen. So, das Ganze entspannen, relaxen, die Finger relaxen. Ja? Immer wieder so ein paar
Fingerübungen machen dazwischen. Relaxen, Druck, Stress raus aus der Hand. Okay? 15 Minuten über, 1 Minute, 2 Minuten. Ne? Wieder die Finger. Dehnen, entspannen. Ganz entscheidend. Ne? Und kein übermäßiger Druck auf den Daumen. Okay? Berichte mir bitte, ob sich das dann gebessert hat. Gitarre Mannheim. Was hältst du von Music Man Gitarren? Oh, jetzt machen wir noch Rapid Fire und dann es ist ja schon über eine Stunde hier. Okay. Rapid Fire, also schnelle Antworten kommen jetzt. Was hältst du von Music Man Gitarren, besonders Silhouette Special? Wunderbare Gitarren. Die Music Man Hälse sind mitunter die am leichtesten zu bespielbaren Hälse, die es auf dem Markt gibt, für kleine Hände. Also, alle, die kleine Hände von euch haben, sollten mal Music Man Gitarren in die Hand nehmen. Die Silhouette Special ist eine wunderschöne, wunderbar bespielbare Gitarre und hat auch all die klassischen Sounds, die man sich so vorstellt. Ich kann es nur empfehlen. Einfach mal antesten, ausprobieren, gucken, ob der Hals passt, zuschlagen. Generell Music Man Gitarren sind über jeden Zweifel erhaben in der Verarbeitungsqualität. Sehr liebevolle Hälse. Wahrscheinlich die schnellsten Hälse für kleine Hände. Okay? Kannst problemlos zuschlagen. Eine Frage an den gibt es eine Übung, mit welcher man das Picking leichter lernt? Ja. Hier meine Empfehlung ist immer der Grundkurs, dass du da nochmal reinguckst oder einfach im Kanal hier nachher mal Picking Übungen eingibst, dann findest du meine besten Tipps hierzu. Die Frage ist sehr oft gestellt worden, lieber Peter, aber worauf du achten solltest beim Picking ist, dass deine Bewegungen, also hier die Frage von Peter Krause, dass deine Bewegungen klein sind. Ja? Gutes Picking bedeutet kleine Bewegung und dass du mehr Information deiner rechten Hand gibst. Also die linke Hand macht wenig, die rechte Hand macht viel. Ich gebe dir ein Beispiel. Nehmen wir mal das Rock'n'Roll Bass-Thema. Wenn du das nicht kennst, dann schau mal, es geht so. 5 auf der E-Seite, 4 auf der A-Seite, 7 auf der A-Seite, 4 auf der D-Seite, 5 auf der D-Seite und dann rückwärts. 4, 7, 4, 5. Okay? Picking-Übung. Und dann übst du das. Von hinten sieht es bei meinem Daumen so aus. Schön entspannt. Und dann trainierst du das mit Wechselschlag. Und dann übst du am Anfang jede Note zweimal. Guck mal, das ist die Übung dann. Das Rock'n'Roll-Bass-Thema ist ein super Training für die rechte Hand, weil es macht auch tierisch Spaß. Und dieses Muster kannst du dann einfach versetzen. Spielst eine Seite tiefer und jede Note zweimal. Gehst du 2 Bühnen nach rechts, dann hast du das Schema komplett in E. Jetzt guckst du mal auf meine rechte Hand. Und ganz entspannt hier links bleiben und dieses Thema mal auf Tempo bringen. Das ist eine super Übung für dein Picking. Okay? Also ich schon fahren mit der Very Extended Limited Edition Onyx. Nein, wenn ich sie, habe sie noch nicht gespielt. Ich würde sie mir gerne kaufen, ganz ehrlich, weil ich finde sie ziemlich cool. Wenn ich es irgendwie hinbekomme, mir dieses Jahr noch eine zu kaufen, dann werde ich sie euch im Detail hier vorstellen.
Tommy, schick mir einfach eine E-Mail an alle, die online sind, und immer unter meinen Videos auf YouTube findet ihr meine Newsletter. Bitte abonniert die, ich belästige euch nicht. Ich schicke einmal am Wochenende eine E-Mail raus mit allen Daten, also wann ich live bin. Oft sind gute Tipps von mir dabei, manchmal sind so Flashback-Videos, die ich für sehr wertvoll betrachte. Ab und zu mal ein nettes Zitat, um dich zu motivieren, ein Link zu meinem Motivationscast, und die ganzen Workshops werden dort vorab angekündigt. Also lieber Tommy, einfach meine Newsletter abonnieren oder an info@vipguitar eine Nachricht schicken mit dem Hinweis Sommercamp, und dann bekommst du von mir Infos. Aber die Newsletter ist am Wochenende raus. 70% der Plätze für den Sommercamp, für das Individualcoaching sind schon belegt, und beim Helix Workshop sind wir auch schon bei 60%. Also wer jetzt noch mitmachen will, schreibt mir eine E-Mail an info@vipguitar.de oder abonniert die Newsletter, und dann bekommt ihr sofort eine Bestätigung. Also ich freue mich, Tommy. Guck, dass du dabei bist. Hallo, bin erst gestern gekommen, leider. Was bitte sind Ghostwriter? Ghost Piezos. Das sind Piezos, die man nicht sieht, weil die unter der Decke sind oder in der Brücke versteckt. Ne? Es gibt so Gibson-Brücken zum Beispiel. Ich glaube, die Music Store Gitarren, diese Fame Forum Gitarren haben diese Ghost Piezos drin. Man sagt das, weil man es nicht sieht. Ne? Und da gibt es dann einen Zusatzpotti, wo man dann den Piezo mit reindrehen kann. Und der gibt dir so einen coolen, zum Clean Sound, so einen coolen zusätzlichen elektroakustischen Sound. Jo! Ennio Morricone, viel Spring Reverb und Tremolo. Ah ja, Tremolo auch noch. Klar, kann man natürlich auch super noch hinzufügen für diesen Hank Marvin Sound. Ne? Genau, super Tipp. Ne? Danke, Wolfgang. Das Tremolo ist ein super Tipp. Kann leider selten live bei deinen Videos dabei sein, aber heute mal ein ganz großes Dankeschön für deine Arbeit. Habe mich auch schnell dazu entschieden. Ich freue mich, dich dann dort begrüßen zu dürfen. Ganz, ganz stark. Dankeschön. Das ist ja einfach qualitativ großartig. Und zwar weit entfernt sagen zu können, gut Gitarre spielen zu können, aber seit ich dich hier verfolge, mache ich endlich merkbare Fortschritte. Danke. Das höre ich sehr, sehr gerne. Das wünsche ich euch auch allen. Und das ist auch mein oberes Ziel, war immer, dich so schnell wie möglich an den Punkt zu bringen, wo du auf der Gitarre nicht nur Bescheid weißt, sondern auch wirklich richtig Gas geben kannst. Ne? Das ist es. Ich versuch's. Es ist nicht so einfach, was ich hier mache, aber ich versuch's. Ich bleibe euch noch erhalten. Ich bemühe mich wirklich. Cool, Wolfgang. Danke für die Info. Moin, seine Grüße. Cage hast du doch mit Sebastian gemacht. Oder? Ja, haben wir schon mal angedeutet. Ich weiß ja nicht mehr. Ich habe jetzt, glaube ich, 1000 Videos auf YouTube. Haben wir schon mal was gemacht? Ja. Also einfach mal Caged als Suchbegriff eingeben im Kanal, um dann dort diese Geschichte mal zu erörtern. Sehr gerne. So, jetzt nähere ich mich langsam dem Ende für heute. Ja, das ist der Sound. Danke. Ja. Gerne, gerne, Toto. Toto, heute mal Johnny Hein an, der Meister des Chicken Pickings. Yes, ist er. Okay, ich schaue gleich mal nach der Ausschalte, was Johnny macht. Danke. Dankeschön. Ja, Christian, bring diese Fame mal mit. Ich würde so gerne mal die mal spielen. Bitte, bitte. Vielen Dank für die ruhige Art von dir und deine Erklärung. Sehr gerne, lieber Blackie. So lieben wir das. So mag ich das auch. Und ihr liegt mir ja alle am Herzen. Ich würde euch ja gerne am liebsten alle mal so persönlich treffen. Ich weiß, dass ich vielleicht noch dieses Jahr so ein Treffen irgendwo, wenn ich das noch, aber ich will es nicht versprechen. Also, das sollte es für heute gewesen sein. Ich lade euch, danke, Toto, ich lade euch alle sehr herzlich ein, am Mittwoch dabei zu sein. Da geht es in der Serie zu dem richtigen Üben wieder weiter mit Episode 2.
Und da, nachdem wir in der ersten Folge über das Mentale, also über die Denkweise und die Klarheit im Denken in Bezug auf das Üben gesprochen haben, werden wir den nächsten Schritt angehen und gucken, wie wir unseren Übeplan erkennen, unseren Status erkennen, uns den erarbeiten. Also am Mittwoch ein ganz toller Termin, lade ich euch alle sehr herzlich ein. Wird wenige Tage gespielt, aber sehr viel gelernt am Mittwoch. Und am Donnerstag geht es weiter mit der Legato-Serie, mit den ersten Übungen. Die sind alle sehr zugänglich. Da solltet ihr keine Probleme haben, die zu lernen. Da lade ich euch auch sehr herzlich ein. An alle, die sich noch für die Workshops anmelden wollen, schickt mir einfach eine info@whipguitar.de und euch Lieben wünsche ich eine schöne Woche. Genießt die Zeit mit euren Gitarren und euren Liebsten. Geht es immer entspannt an. Eure Hände werden es euch danken. Und versucht jeden Tag ein klein bisschen besser zu werden. Das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.